Hallo. Wer von euch mag sein Essen scharf? Ich mag scharfes Essen, gern sogar. Aber was ist Schärfe überhaupt? Erstmal ist Schärfe kein Geschmack. Geschmäcker sind süß, salzig, sauer und bitter und werden durch die Geschmacksknospen auf unserer Zunge wahrgenommen. Wenn man Scharfes konsumiert, bindet der Stoff Capsaicin an den TRP-Kanal TRPV1. Das sind eigentlich Schmerzrezeptoren, die aktiviert werden, wenn sich die Temperatur im Mund erhöht. Übersetzt bedeutet das, wenn dein Mund tatsächlich brennen würde, würde es sich wohl gar nicht so anders anfühlen. Naja, ein bisschen vermutlich schon. Diese Schmerzrezeptoren hat man nicht nur im Mund, sondern im ganzen Körper. Da Schärfe für unseren Körper einfach nur Hitze ist, reagiert er auch entsprechend darauf. Er versucht sich abzukühlen, indem er zu schwitzen beginnt und die Blutgefäße weitet, um die Durchblutung zu erleichtern. Außerdem produziert er ganz viel Magensäure, um das Capsaicin schnell abzubauen, das an den Schleimhäuten ebenfalls wehtut. Aber warum sind Chilis scharf? Wie gerade festgestellt, befindet sich in Chilis, eigentlich zum Selbstschutz, der Stoff Capsaicin, da Säugetiere Schärfe empfinden, Vögel aber nicht und Vögel die Samen weiter tragen. Sie sichern sich damit also ihre Fortpflanzung. Und was hilft, wenn man sich mal in der Schärfe vergriffen hat? Dazu müssen wir uns erstmal ein paar chemische Fakten über Capsaicin selbst ansehen. Capsaicin gehört zu den Alkaloiden. Das sind natürlich vorkommende, meist alkalische Verbindungen, die auf den eukaryotischen und demnach menschlichen Organismus wirken. Dementsprechend ist Capsaicin eine schwache Base. Es ist außerdem lipophil, also fettlöslich, und hydrophob, also wasserunlöslich. Deshalb hilft gegen Schärfe nicht Wasser. Denn es verteilt Capsaicin, verbindet sich aber nicht damit. Das Resultat ist entsprechend, dass statt nur der ursprünglich von Capsaicin berührten Stelle die ganze Zunge zu brennen beginnt. Alkohol hilft auch nicht. Obwohl Alkohol Capsaicin-Moleküle auflöst, besteht selbst hochprozentiges wie Wodka zum Großteil aus Wasser, womit wir beim vorherigen Problem wären. Außerdem aktiviert Ethanol TRPV1-Rezeptoren. Wer gut zugehört hat, weiß, das sind die gleichen Rezeptoren, die Capsaicin aktiviert. Alkohol löst also ein bisschen des Capsaicins, macht das brennende Gefühl im großen Ganzen jedoch nur viel schlimmer. Was hingegen tatsächlich hilft, ist zum Beispiel die Milch, beziehungsweise allgemein Milchprodukte. Denn der Großteil der Proteine in Milch sind Casein. Casein kann Capsaicin-Moleküle auflösen. Außerdem sind in Milch Lipide und Capsaicin ist nun mal lipophil. Ein weiteres Wundermittel ist Zitronensaft. Denn dieser ist sehr sauer, hat also einen hohen pH-Wert, während das Capsaicin, wie zuvor beschrieben, leicht basisch ist. Zitronensaft neutralisiert das Capsaicin bzw. die Schärfe also nach und nach immer weiter. Das macht ihn sehr effektiv. Zuletzt gibt es noch Zuckerwasser. Dieser Kandidat klingt erstmal etwas abwegig, doch das Getränk übertrumpft die Schärfe durch intensive Süße und wirkt somit auch sehr effektiv gegen das Schärfegefühl. Jedoch eher kurzfristig, da es nach dem Runterschlucken schnell zurückkehrt. Übrigens habe ich beim Recherchieren noch was rausgefunden. Habt ihr euch schon mal gefragt, was die Einheit für Schärfe ist? Schärfe wird gemessen in Scoville. Scoville werden je nach Capsaicin-Konzentration in einem Essen angegeben. Um euch mal eine Idee davon zu geben, eine gewöhnliche Pepperoni hat 500 Scoville. Tabasco-Soße hat 5000 Scoville. Abgekürzt werden diese übrigens mit SCU für Scoville Units oder auch SHU für Scoville Heat Units. Jetzt ratet mal, wie viel die schärfste Chili der Welt 2012 an den Tag legt. 1,2 Millionen SHU. Die Pepper X hat unglaubliche 3,18 Millionen SHU. Die Skala geht prinzipiell bis 16 Millionen SHU. Das entspricht nämlich dem Wert von reinem, fast schon kristallinem Capsaicin. Aber warum essen wir Scharfes überhaupt so gerne? Ein ganz simpler Grund: Variation. Wir suchen nur mehr Abwechslung in unserem Essen. Der Mensch ist programmiert, sich vielfältig zu ernähren. Aber es gibt noch ganz andere Gründe. Ihr werdet sicher staunen, wenn ich euch sage, Schärfe wirkt wie eine Droge. Naja, das ist natürlich etwas ungenau ausgedrückt. Genauer, der Körper schüttet gegen den Schmerz, den extreme Schärfe, beziehungsweise eigentlich ja Hitze, verursacht, körpereigene Schmerzmittel wie Adrenalin und weitere Endorphine aus. Diese Substanzen werden zum Beispiel auch beim Fallschirmspringen oder eben auch beim Konsum mancher Drogen ausgeschüttet. Das erzielte Gefühl nennt man den Pepper-High-Effekt. Aber keine Angst. Der Schritt zwischen der Liebe zur Schärfe und der Drogenabhängigkeit ist dann doch kein so kleiner. Ihr müsst euch also nicht sorgen, wenn ihr selbst oder Bekannte ihr Essen gern mal etwas schärfer würzen. Hier seht ihr zuletzt noch meine Quellen eingeblendet und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr fandet das Thema so interessant wie ich.